Ik weet einen Eckboom, der steigt an der See. Der Nordstorm bruist in zijn knest. Stol trägt he de mächtige Kron in der Höhe. So ist das all 1000 Jahre lang west. Kein Menschenhand hat einen Plan. Er reckt sich von Pommern bis Niederland. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich hier heute bei Sie zu Gast werden darf. Mein Name ist Heiko Gauert, das ist als 6 worden. Ich habe mir das Leid von in Schule hat als Rektor, bin aber nebenbei schon seit vielen Jahren Schreibersmann und Journalist. Ja, und ich schnack Plattdüütsch. Und Plattdüütsch, das wird in ganz Norddeutschland schnackt. Von der dänischen Grenze runter bis auf eine Linie ungefähr Düsseldorf, Hannover und so wieder, Erfurt, bis dort runter. 2,5 Millionen Menschen sprechen diese Sprache noch. Plattdüütsch oder Niederdeutsch. Und ich habe sie just eben begrüßt mit einem Gedicht von Fritz Reuter. Fritz Reuter ist ein von den großen plattdeutschen Dichterslüt und Mecklenburg-Vorpommern, 19. Jahrhundert. Stavenhagen, da kommt er her, und mit das Gedicht über den Eckboom, da meint Fritz Reuter nicht den Baum, sondern die plattdeutsche Sprache. Das ist so vertont worden, das Gedicht. Er will uns damit sagen, diese Sprache, die ist so schön wie ein Eckboom. Und der was da, also der wird durchsprochen, wo der Nordsturm brust. Mecklenburg, da ist ja der Nordsturm, ich komme von Schleswig-Holstein, von der Ostseeküste ist meist der Weststurm. So, und dann sage ich, stolz reckt diese Sprache ihr mächtige Kron in der Höhe. Das schall hegen, Plattdütsch wird in ein größere Beet von Deutschland schnackt. In heel Norddeutschland, habe ich vorhin schon gesagt. So, und dann sage ich wieder, 1000 Jahre ist er alt. Da sage ich, das ist ja lächerlich. Plattdütsch ist viel öller als man kümmerliche 1000 Jahre. Das wagst du noch vertellen. Aber sie reckt sich, sag ich, diese Sprache, sie reckt sich von Pommern, Mecklenburg-Vorpommern, wo Plattdütsch schnackt wird, bis Niederland, da wo wir nun sind, wo endlich auch Plattdütsch schnackt wird. Nee, na gut, ich wollte das einfach mal behaupten, aber Sie werden sehen, so weit ist das gar nicht weg. Schön. Aber bevor wir nun zu der Geschichte von der plattdeutschen Sprache kommen, nehmen wir doch erstmal 2 Wörter, um erstmal deutlich zu machen, was für eine Bedeutung die plattdeutsche Sprache hat. Das erste Wort steht immer all in den Titel von meinem Vortrag. Ob Plattdütsch heet das Moin. Ja. So, nun geht mir das so in Deutschland, die Süddeutschen, wenn die Moin hören, dann denken die hier Baum, die haben doch einen an dem Markt. Ne, die sagen morgens, wenn sie abstehen, dann sagen sie Guten Morgen zueinander. Und abends, wenn sie zu Bett gehen, dann sagen sie auch schon wieder Guten Morgen zueinander. Also irgendwas kann mit den Leuten nicht stimmen. Und das wissen sie vielleicht, hat Moin mit Morgen ja überhaupt nichts zu kriegen. Ne, das kommt von das schöne, auch holländische Wort, in Dänemark war das brucht, auch in Plattdütsch, moi, schön, angenehm. Ne? So, und wenn wir jetzt zueinander sagen, ich wünsche dir einen moje Morgen, einen moje Mittag, moje Abend, moje Nacht, das kann man immer sehen. So, und wenn wir dann den zweiten Bestandteil wegladen und nehmen bloß das moi und dann mojen und dann Ben Gauer Utschnack, dann haben wir Moin. Da kommt das her. Das hat nichts wieder als Schöne oder Schönen, Moin Moin. Also so blöd, wie die da immer denken, so blöd sind wir. Das zweite Wort ist ja vielleicht noch erstaunlicher. Sie kennen alle die Leitwährung, die Chefwährung von unserer Welt. Das schuld ja irgendwann mal der Euro war. Das hätten noch nicht so ganz hinhaut, das ist immer noch der Dollar. So, wenn Sie nur gut finden wollt, wo kommt das Wort Dollar eigentlich her? Dann nehmen Sie mal ein gutes Lexikon zur Hand und dann waren Sie merken, da steht bin Dollar, Klammer ab, Niederdeutsch, Klammer to. Das ist ein plattdeutsches Wort. Das kommt eigentlich von Plattdeutsch Dollar, Hochdeutsch Taler. Da kommt das her. Und mit diesem plattdeutschen Dollar, da könnt Sie überall in der hele Welt betauen. Ja, und da sehen Sie mal, was für eine Macht wie Plattdeutschen haben. Na gut, nun habe ich vorhin ja behauptet, Fritz Reuter hat gesagt, Plattdeutsch ist 1000 Jahre alt. Ich sage, das langt überhaupt nicht. Wenn wir zurück wollen an die Wurzeln von der plattdeutschen Sprache, dann müssen wir erstmal in das Jahr 400 nach Christus zurück. 1600 Jahre ist das her. So, und in dieser Zeit, da gibt das, ich sage das jetzt von Deutschland gut gesehen, da gibt das kein Deutschland und kein Deutschen. Und auch die Sprache Deutsch gibt das nicht. Sondern da gibt bloß ein ganzer Bach germanische Volksstämme und die haben all ihre eigene Stammessprache. Die Alemannen
oder Franken, Goten, Vandalen, wie sie alle heten. So, und überhaupt damals gab das all 400 nach Christus einen germanischen Stamm, der hat ein Vorläufersprach von Plattdüütsch gesprochen. Da kommt man nicht sofort drauf. Die Deutschen, die Süddeutschen, die Bayern und so, die denken immer, ach, das wären bestimmte Friesen. Ja. Im Norden wohnt ja die Friesen. Sie reden all, damit hat das nichts zu kriegen. Ne? Die Friesen kommt hier aus dieser Gegend, da echt dann aus der Provinz Friesland. Da wird noch Fries schnackt. Und das sind die Westfriesen. Da lebt der Sprache noch, da kommt sie eigentlich her. So, dann sind diese Friesen wieder trocken an der Küste Richtung Osten. So, dann kommt man natürlich logischerweise nach Ostfriesland. Aber nun denken Sie mal an die Deutschen. Da liegt Ostfriesland doch im Westen. Da stimmt doch was nicht. Aber von hier aus, von Niederland aus, da stimmt das wieder nicht. Ostfriesland. So, und Sie wissen vielleicht auch, in Ostfriesland ist Friesch verdrängt worden. Da wird kein Friesch mehr schnackt. Da ist das in der Hansezeit verdrängt worden. Mit ob eine einzige Großgemeinde, die ist hier vielleicht auch noch bekannt, das ist das Saterland. Da hat sich ein Aule Friesch holen, ne? Das wäre so eine Spraukinsel, das Saterfriesch. So, und dann sind die Friesen wieder trocken nach Norden und dann kommt man nach Nordfriesland. Und das ist Boben wie uns in Schleswig-Holstein, das ist die Westküste, ganz Boben von Schleswig-Holstein. Und da wird noch Friesch schnackt. Aber in ganz unterschiedliche Dialekte. Ob die Insel Amrum wird Ömrang schnackt. Ob die Insel Veur, Ferring. Ob die Insel Sylt, Söllring. Ob die Insel Helgoland, Halunda Frasch. In Leck und Nibel auf Festland, Mohringer Frasch. Und so wieder und so fort. Und Friesch hört sich ja auch ganz anders an. Vielleicht ungefähr so. Elohnsregierung plont, da die Grünschaulere von der Erstklasse auf Ün hier auch an Fremdsprache lehren kann. Da war das kritisch, ne? Wenn sie mich noch halbwegs verstehen, das hätte sie wahrscheinlich nicht mehr so gut verstanden. Das wäre Friesch. Das heißt, die Landesregierung plant, dass die Grundschüler von der ersten Klasse ab an auch eine Fremdsprache lernen sollen. Aber man merkt schon, das hört sich ganz anders an als das Plattdütsch. Das ist eine ganz andere Sprache. So, wir sagen also immer noch das Volk, den germanischen Stamm, der für 1600 Jahre Plattdütsch schnackt hat. Oder in Vorläufersprach von Plattdütsch. Und das wären die Sassen, die Sachsen. Ja. Da kommt man doch nicht sofort drauf, nicht? Die Deutschen, wenn sie Sachsen hören, dann denken die an sowas. Da guck auf den Zauneshaus, uns regnet es hier, da wo er nass. Jetzt scheint die warme Sonne wieder rein, da wo er wieder hübsch und fein. Hört sich ganz anders an, nicht? Oder einer alleine ist nicht schön. Eine alleine ist auch nicht schön. Aber einer und eine und den alleine, das ist schön. Das hätte man noch so ungefähr verstanden. Ne? Ja. Das ist die Gegend um Leipzig, Dresden, Meißen und so wieder herum, da schnacken die Leute. So, und diese Sachsen, das ist das Erstaunliche, die haben ursprünglich gar nicht unten an der Elf wohnt, sondern, jetzt waren sie gewonnen, die Sachsen haben in das südliche Schleswig-Holstein gelebt. Für 2000 Jahre, Jahr Null rum. Nördlich von der Elf. Von hier aus gesehen, 8. der Elf. Da kommt die Sachsen her. Und dann sind in den nächsten 200 Jahren rübergekommen, über der Elf, in das Elbe-Weser-Dreieck. Ne, das ist Niedersachsen, so heißt das Bundesland auch in Deutschland. Da steckt das ja noch bin, wo das moderne Norm ist. Und dann haben sie sich utbreitet mit Sachsen-Anhalt. Ne, das ist Magdeburg zum Beispiel. Mit Ostfalen, Westfalen, das ist schon wieder eher bekannt hier an der Grenze. Und dann wäre Schluss. Wieder runterkommen sind die Sassen überhaupt nicht. Das ist eine historische Entwicklung. Das, was da unten schnackt wird in Dresden und Leipzig und so wieder, das hat damit zu tun, da hat mal ein sächsischer Kurfürst, 1423, der hat keinen Nachkommen hat. Der hat in Braunschweig gelebt. Der Kurfürst von Sachsen, Brunswick, sagen wir auf Plattdütsch. Da hat er gelebt. So, und weil die kein Nachkommen mehr haben, kein Kinder und kein Enkelkinder, da hätte der deutsche König gesagt, na gut, dann geben wir den Titel Kurfürst von Sachsen an den Kurfürsten von Meißen. Und der ist dann irgendwann mal Herzog von Sachsen geworden, in Meißen, in Sachsen. Und irgendwann mal hat sich die Leute angewöhnt, diese Eck da unten, um Leipzig, Dresden herum, Sachsen zu nehmen, nur den Herzog.
die Sprache, die da unten schnacken, was ich hier just eben vorgemacht habe, das ist streng genommen Oberthüringisch. Das hat mit Sächsisch, mit der Volkssachsen überhaupt nichts zu tun. So, nun muss ich ja noch beweisen, dass diese Sachsen auch tatsächlich Plattdütsch schnackt haben. Das kann ich ganz einfach machen. Das gibt ein anderes Volk, Borben im Norden von Schleswig-Holstein, das ist eng verwandt mit den Sassen. Das lebte damals in der Rebet von der Städte Flensburg, Schleswig, Kappeln. Ja. Weet zufällig einer, wie diese Landschaft auch heute noch in Deutschland heißt? Ne, habe ich wählen können, aber sie waren sich nichts wundern. Das ist die Landschaft Angeln. Nun wird man langsam, wohin der Reis geht. Ne? Diese Angeln, die sind auch um 200 rum über der Elf rübergegangen, haben sich mit den Sassen zusammengetan, zu den Volkshupen von der Angelsassen, und sind um 400 über den Ärmelkanal rübergegangen nach Angelland, England. Ne? Und haben dort das Kunststück geschafft, die keltische Urbevölkerung ihr Sprache auf auch zu drücken. Denn verglichen wir doch gar mal Englisch und Plattdütsch. Wenn ich nun, oder fangen wir nochmal anders an, fahren Sie doch mal nach England, dann kommen Sie zum Beispiel in die Grafschaft Sussex. Das heißt nichts anderes als Südsachsen. Essex, Ostsachsen, Wessex, Westsachsen, Middlesex um London rum, Middelsachsen, alles in England, Sachsen. Und jetzt verglichen wir gar noch mal die Sprache. Wenn ich nun Wekenmarkt gehe, ne, da steckt das Wort Week hier auch bin, ne? Wenn ich noch einen Wegenmarkt gehe, dann kaufe ich 1 Pfund Kartoffeln. Und der Engländer 1 Pound. Ich sage hier to 2, der Engländer 2. Aber wie Schrift heißt das? 2. 2, 2. Da ist kein großer Unterschied mehr. Ich habe in meinem Boss ein Hart, mein Hart. Der Engländer my heart. Schnackt das so ein bisschen Fürnehmer. Das ist der ganze Unterschied. Wenn mir das Essen zu langweilig ist, dann mag ich mich Salt durch. Der Engländer nimmt Salt. Wenn ich gut gehe, gehe ich nach der Tür. Der Engländer to the door. Hier in diesem Raum sitzen many Leute. Das wäre Plattdütsch, many. Englisch, many. Ich will ihm just mal klar machen, wo das Plattdütsch herkommt. Just, sagt der Engländer. So, und wir sind angefangen um Clock 2. Clock 2. Der Engländer macht das bloß umgekehrt. 2 o'clock. Und wenn ein Plattdütsche zu der andere sagt, du bist ja doof, dann sagt er eventuell bei uns in Schleswig-Holstein, du bist ja sillig. You are silly, hätte er doch Englisch. Und so wieder und so fort. Wenn wir Plattdütschen ein bisschen mehr Selbstbewusstsein haben, dann würden wir sagen, der Weltsprache. Ich würde das nicht übertrieben. Ne? Aber sie waren eigentlich sehen, dass da sogar was anderes. So in Mittelalter, oder noch vorher, verglichen wir doch gar mal die nordeuropäischen Sprachen, in den nordeuropäischen Ländern. An ein paar Wörter, 2 Wörter eigentlich bloß. Sie kennen alle noch diesen Knösel, den wenn ich Ihnen gern schmögen darf. Dort sage ich, mein Piep. Ja. Sie sagen Pipe, glaube ich, ne? Pipe. In England sagen sie Pipe. Ja. In Dänemark sagen sie Piepe. Ja. In Norwegen Piepe. Und was sagt der Hochdeutsche dort auch? Der sagt Pfeife. Ja. Ja, das spart sich so richtig in den Mund, da kann man gar nicht ordentlich umschneiden. Denn wie Plattdütschen, wir haben ja ganz normal in uns Mund ein Tong. Ja. Sie ein Tong, der Engländer ein Tang, der Däne ein Tunge, der Norweger auch ein Tunge, das sind alles ganz vernünftige örtliche Menschen. Aber nun kommt der hochdeutsche Quitsche. Was sagt Hedoto? Zunge. Der bitte sich dann meist jedes Mal wie F, wenn er das ausschneiden darf. Denn sprachwissenschaftlich, die hochdeutsche Sprache, der hat 2 Lautverschiebungen mitgemacht. Und die zweite Lautverschiebung, das wäre die sogenannte hochdeutsche Lautverschiebung. So zwischen 600, 900, so um die Zeit rum. Da haben sich Laute in der Sprache von den Menschen verschoben. Die Menschen haben das nicht gemerkt. Aber nach 200, 300 Jahren, da wird die Sprache mit eins anders. Und das ist mit Hochdeutsch so was. Aber Plattdütsch hätte das nicht mitgemacht. Und Englisch nicht, und Niederländisch nicht, und Dänisch nicht, und Norwegisch nicht, die haben das alle nicht mitgemacht. Und deswegen sind diese Sprachen alle ähnlich. Und das Hochdeutsche, das hat sich tüchtig abgesetzt davon. Ja, nun sind wir schon so in das Mittelalter angekommen. Sagen wir mal so in die Zeit von 1250 bis 1500, 1600 ungefähr. Da gibt das ja schon mal ein Vorläufer von der EU in Norddeutschland, Nordeuropa, der Hanse. Ne? Hauptstadt Lübeck.
Der Lübecker Bürgermeister, der wäre delvis so mächtig, der wäre mächtiger als der dänische König und der schwedische König zusammen. Die haben auch gegeneinander Krieg geführt. Und dieser Lübecker Bürgermeister, der hätte bloß Plattdütsch schnackt. Der konnte ja gar nichts anderes. In ganz Norddeutschland hätte man bloß Plattdütsch schnackt. Ja, und alle Urkunden wären noch Plattdütsch. Alles, was sie schreiben haben, wäre auch Plattdütsch. Die Sitzungen wären noch, alles wäre auch Plattdütsch. Da, wo die Hansekoblüt unterwegs wären, da ist überall Plattdütsch schnackt worden. Das hätte dann sogar geschafft, das Friesche zu verdrängen. Deswegen war in Ostfriesland zum Beispiel kein Friesch mehr schnackt, sondern Plattdütsch. Das da muss schon kommen. So, und nun, also nehmen wir mal so ein paar Ortschaften. Brücke in Belgien, habt ihr Plattdütsch schnackt. Bergen in Norwegen, habt ihr Plattdütsch schnackt. Ob Gotland, Amsterdam, London, ich weiß nicht wo. Überall da ist Plattdütsch schnackt worden. Plattdütsch ist damals in der Hansezeit tatsächlich ein europäische Verkehrssprach West. Ne, ein Kaufmann und Lübeck, die hier oben unterwegs wäre und kein Plattdütsch konnten, der brauchte gar nicht erst loszufahren. Der konnte vor Speed Haus bleiben. So, und nun werden sie sich wundern. Und diese Zeit kommt das, dass die drei skandinavischen Sprachen, Dänisch, Schwedisch und Norwegisch, zu 1/3 oder Plattdütsche abstammt. Das Schwedische sogar zu 50%. Das ist die Hälfte reines plattdütsche Grammatik, reines plattdütsche Vokabular. Ja, das denkt man doch nicht, ne? Das hat eins damit zu tun. Ich gebe auch Kurse, so Plattdütsch für Anfänger. Da habe ich mal oben in Landesteil Schleswig, habe ich lange Zeit gewohnt. Das ist schon ganz oben nördlich von dem Kanal noch. Und da gibt es dänische Schulen in Deutschland, dänische Schulen. Und da hat man eine dänische Schulmeisterschaft und der will bei mir Plattdütsch lernen. Und der juchzt bei jedem dritte Wort ab und sagt, huch, das ist ja genauso wie bei uns. Und hat sich immer wundert. Und da hat man gedacht, die Plattdütschen, die haben sich das von den Dänen erfüllt. Nee, genau umgekehrt. So ist das. Ja, nun sind wir also in Mittelalter angekommen. Nun wissen wir, Plattdütsch ist kein Weltsprach geworden, leider. Nee, woran liegt das? Martin Luther, sagen viele Leute, hätte Schuld. Der hätte die Bibel in Hochdeutsche übersetzt. Und dabei hätte er einen Sprach genommen, der in ganz Deutschland einigermaßen gut verstanden werden konnte. Das wäre das Meißner Kanzleisächsisch oder Kanzleideutsch. Diese Sprach hätte er genommen, das wäre so ein Amtssprach und Hofsprach. Und darum hätte die Bibel in übersetzt. So, und die Leute nun in Norddeutschland wären ja viel mehr für sie nie Kerk, für die evangelische Kerk. Und sind mehr in der Kerk gegangen und haben sie Predigten gehört und mussten nun natürlich auch das da Hochdeutsch verstehen. Ne, das da Meißner Kanzleideutsch. Und das hat das Plattdütsche von 1500 bis 1600 total zurückgedrängt. All um 1600 wäre das so, dass kein Mensch mehr, der was ob sich heil, noch Plattdütsch schmeckt hätte. Das wäre der Sprach von das Volk. Das ist auch nicht mehr geschrieben worden. Ne, das wäre plötzlich gut. So ab 1600, die letzten Urkunden noch Plattdütsch, dann wäre das gut. So, und davon kommt das auch, oder sagen wir mal, in der Zeit kommt das auch, dass das Plattdütsche nun überhaupt erst dessen Norm kriegt. Bis dahin wäre das Altsächsisch. Und drüben in England wäre das Inselsächsisch, das wäre der einzige Unterschied. Und nun kommt plötzlich um 1600 rum das Wort Plattdütsch ab. Und da sind sie dran schuld. Auch wenn ich schon ganz viele Leute das vertellt habe, aber ich weiß es dann auch nochmal vertellen, für ich will das hier erinnern. Der Leute hier in dieser Gegend, der haben gesagt, da achter der Grenze. Da schnacken die Leute ein klare, deutliche Deutsch. Ein plattes Deutsch. Das schallt alle Holländisch werden. Plattes Deutsch. Und davon ist da drüben Plattdütsch geworden. Das hat überhaupt nichts zu tun mit den Leuten ob das platte Land und der platte Schädel. Das ist ein Vorurteil. Ja, wunderbar. Da sind wir also schon angekommen, ungefähr in das Jahr 1600. Nun deit sich auch nicht mehr allzu viel in das Plattdütsche. Da kommen allerdings noch ein paar Einflüsse und andere europäische Sprachen in das Plattdütsche drin. Ich vertelle sie jetzt mal ein Stück und Sie hören vielleicht gut, was für ein europäischer Sprach da auch noch bin stecken da. Mein Freund ist Bauer von Profession. Wenn er morgens über Pampuschen sticht, klattert er auf seinen Trecker und fährt die Chaussee langs dauert. Französisch, nicht? Profession, Beruf, Pampuschen, Babouche, ne? Pantoffeln
Und was habe ich noch? Chaussee. Chaussee ist klar, ne? So, geht wieder. Mein Freund fährt natürlich wieder viel zu gau. Viel zu schnell, ne? Viel zu gau. Achter der Eck töft all, wartet schon, töft all de Gendarm ob sein Jack und sein Mütz haben eine grüne Couleur. Reine Französisch, ne? So, und wenn mein Freund die Philo dann auch noch zu dem in der Bottle kecken hat, Bottle kommt auch aus Französisch, von Bouteille. Ne, wenn er zu dem in der Bottle kecken hat und dann auch noch du Ost zu den Gendarm sagt, dann kommt der Böse in die Bredouille. Und dann gibt er ein dulle Malheur. Wenn er mir das denn anderntags vertellen darf, dann habe ich dabei viel Pläsier. Alles Französisch, ne? Hängt doch mit zusammen, dass Napoleon ja mal weit hier hochmarschiert wäre. Hamburg und Lübeck sind ja mal französische Städte, weißt? Das ahnt man ja gar nicht mehr. Und auch mit den Hugenotten hat das was zu tun, die damals aus Frankreich vertrieben wurden und in Brandenburg landeten und da ist auch was in Plattdütsche angeblieben. Komischerweise auch andere Wörter, als das Hochdeutsche angeblieben sind. Ja, aber wie gesagt, viel hätte sich nicht mehr tun. 19. Jahrhundert. Da sind noch ein paar große Schreiberslüte, die haben gedacht, wie möcht was für die plattdeutsche Literatursprache machen. Und da hat wieder vier plattdeutsche Klassikers, hier wahrscheinlich nicht bekannt. Der erste ist Fritz Reuter. Das wäre der, der vorhin auch das Gedicht schreiben hat. Das wäre ein großer Romanschriftsteller. Ne? Ein von seinen Romanen heißt Ut de Franzosentied. Das wäre just diese Zeit, wo die Franzosen hier eben wären. Fritz Reuter. Der zweite Klassiker, der ist vielleicht noch bekannter, wie Klaus Groth. Klaus Groth kam aus Heet in Dithmarschen an der Westküste von Schleswig-Holstein und den nehmen wir den Goethe von den Plattdeutschen, weil er so ein gewaltiger Dichter ist. Und Gedichte von diesem Klaus Groth, die sind bis 1960, 65 so, sind die in jede deutsche Lesbuch vorkommen, auch in Bayern und in Hessen und so wieder, auch Plattdeutsch. Das ist heute vorbei. Ja, da muss er das noch geben. Der dritte Klassiker ist wahrscheinlich überhaupt nicht mehr bekannt, der kommt aus der Gegend von Itzehoe. Itzehoe liegt nördlich von Hamburg, oben, auch in Schleswig-Holstein. Das ist Johann Hinrich Vers. Und der vierte ist dann John Brinkmann. Das sind die vier Klassiker. Aber die hätten das auch nicht abholen, dass das Sprechen von Plattdeutsch immer wieder zurückkommt. Nee, das ist so. Literatursprache ja, aber das Sprechen war immer weniger. So, heute sind wir eigentlich in einem traurigen Zustand, dass wir kein plattdeutsche Verkehrssprache mehr habt, der überall gleichermaßen schnackt und verstanden wird. Wir habt bloß noch, genau wie die Friesen, ein ganze Bach plattdeutsche Dialekte. Übrigens, Plattdeutsch ist der einzige Regionalsprach, der das in Deutschland gibt. Das gibt in Deutschland auch noch Minderheitensprachen. Das ist Dänisch, oben in Schleswig-Holstein, Friesch, wie wir sehen, ne? Dann Sorbisch, kennt der eine oder andere eventuell, ist ein serbischer Sprach, der sich südlich von Berlin erholen hat. Sorbisch. Und wir haben noch Romanes. Das waren sie auch kennen von der Sinti und Roma, eventuell. So, das sind die Minderheitensprachen und Plattdeutsch ist der einzige Regionalsprach. Schützt in der europäischen Charta von der Minderheitensprache. Also sieht viele, viele Jahre. So, und da gibt es eben ganze Bach Dialekte, das gibt kein überdachende Sprache mehr. Ein Sprach für alle, der gibt das leider nicht mehr. Das wäre in der Hansezeit so, das sieht dem vorbei. Dialekte, diese Dialekte unterscheiden sich teilweise so gewaltig, dass die Leute schon Schwierigkeiten haben, sich zu verstehen. Sie kennen alle das schwattwitte Tier, Buden auf Wisch. Ich sage dazu ein Kuh und zwei Kühe. Wenn ich von mir an der anderen, ich wohne an der Ostküste, bei Kiel oder achter, wenn ich rüberfahre an der Westküste, nach Dithmarschen, dann singen die Leute ein Kau und zwei Koi. Viel Brüder schnacken die da durch. Und wenn wir dann noch wieder runterfahren nach Westfalen, das ist die Grenze von der Plattdütschen Republik, da singen die Leute, wenn ich Glück habe, auch noch ein Kau, aber zwei Kai. Also Kühe, Keue, Köcke, Kai und so weiter und so fort. Das hängt eins Kühe. Ne? Ja. Und das geht so weit, dass einige Wörter haben überhaupt nichts mehr miteinander zu kriegen. Wieder oben in Schleswig-Holstein wie Snackenplatt im Landesteil Schleswig. In Landesteil Holstein wie Snacktplatt. Snacken, snackt. Denn die Schleswiger, das sind Kolonialplattdütsche. Der hat das lauter hin mal lernen. Just so wie der Ostfriesen.
sind auch Kolonialplattdütsche, auch erst lauter dort hochkommen. Die snacken aber nicht die Ostfriesen, das weten sie, die Broten. Ja. Die Brotenplatt. Und wenn wir jetzt noch nach Westfalen runtergehen, da küren sie platt. Also snacken, broten, küren, hat alles Dreh sprechen und hat eigentlich von Wort her überhaupt nichts mehr miteinander zu tun. Ja, als letztes vielleicht noch, das gibt 5 große Dialektgebiete in Deutschland. Das eine ist das Nordniedersächsische, das schnack ich. Und zwar das reinste, das Oelste ist das Holsteinische. Also zwischen der Kanal und der Elf. Das ist das Oelste, das schnack ich. Das kann man vielleicht auch noch am besten hier verstehen, das will ich nicht. Dann haben wir das Ostfriesische, das wissen Sie, das ist ein Dialekt, ein plattdeutscher Dialekt. Das Westfälische, Ostfälische und Mecklenburgische. Und da gibt es das große Unterschied. Ja, meine lieben Damen und Herren, das wäre so ein lüder Inblick in die plattdeutsche Geschichte, wenn Sie das nochmal nachlesen wird. Ich habe muss so ein lüder Buch darüber schreiben, aber das auf Deutsch muss ich klicken sehen. Hochdeutsch. Ja, die Plattdeutschen, die können so schlecht Plattdeutsch lesen. Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist. Bei uns ist das so. Die Plattdeutsche, das sagt, ich verstehe jedes Wort Plattdeutsch. Ich kann das auch einigermaßen schneiden. Aber lesen fällt mir schwer. Schlieben kann ich das warten. Ja, so ist das mit den Plattdeutschen. Ja, das ist manchmal nicht so ganz einfach. Vielen Dank. Und wenn Sie noch Fragen haben, gerne. Ne? Zijn er nog mensen die een vraag willen stellen, in welke taal ook maar? Ja. Dat mag allemaal. Nee? In welke taal moeten we de vraag stellen? Mag ik kiezen? Ja. Verstoor je ook Grunners? Kann ich mich anstrengen? Auf Deutsch? Ja, gerne. Denn in Berlin spricht man ja auch so etwas und sagt man auch ich. Und, Ja, ganz genau. Ist das auch Plattdeutsch? Berlin ist umstritten. Also das gibt Wissenschaftler, die sagen, die plattdeutsche Benrather Sprachlinie hätte, zwischen Mitteldeutsch und Niederdeutsch, die geht über Berlin rum oder über Berlin rum. So, aber sie haben natürlich recht. Ich, wat, dat, das ist absolut plattdeutsch. Nee, und deswegen Berlin, das sind schon mal Lütte Dörper, die sich irgendwann mal zusammengeschlossen haben. Ja. Und ich würde schon sagen, das ist plattdeutsche Sprache. Okay. Ja. Das habe ich schon gedacht. Ja, genau. Ja, gerne. Sie waren mal Rektor in der Schule. Ja, richtig. Haben Sie das auch unterrichtet, ja. die Sprache? Ja, wir haben also sagen wir mal 10 Jahre ungefähr in Norddeutschland die Entwicklung, dass die Leute sagen, die Öllern geben die Sprache nicht mehr wieder. Ganz wenig noch, die das tut. Also muss der Staat ingreifen und muss mit seinen Bildens inrichten, da muss er das vermitteln. Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule. Und anfangen ist das noch für vielleicht 8 Jahre oder so in Hamburg. Just in Hamburg, in der großen Stadt Hamburg. Da sind 7 Schulen angefangen und haben 2 Stunden in der Weg plattdeutschen Fremdsprachenunterricht gegeben. Richtig mit dem Bauchdotor und so weiter. Und das haben wir in Schleswig-Holstein übernommen. Und bei uns sind das nur all die Grundschulen von 1. bis 4. Klasse und 7 weiterführende Schulen. Und wir sind nur noch wieder morgen. Und in der Uni in Flensburg, da waren die Schulmeisters unterrichtet, weil der Owen der starben Mut. Bitte schön. Das nennen Sie Fremdsprache. Ja. Aber das ist doch Plattdüütsch, das ist doch keine Fremdsprache. Haben Sie recht. Ich sage das jetzt bloß so, wir haben früher in der Schule Plattdüütsch AG gehabt. Da haben die Arbeitsgemeinschaft. Ne? Da haben die Leute lest und Lieder sungen und so was. Und der Unterschied zu heute ist, heute wird die Sprache richtig unterrichtet. Ganz ernsthaft unterrichtet, sodass die Kinder noch 4 Jahre auch Plattdeutsch schnacken können. Deswegen habe ich in Anführungsstrichen Fremdsprachenunterricht. Ja. Genauso wie ein Englischunterricht oder so. Ja. Sie sagen snacken, ja. Und wir sagen snappen. Zu reden, sprechen, sprechen. Nee, snacken ist sprechen. Ich snack platt, ich spreche platt. Ich brot platt, sagt der Ostfries. Ne? Snacken. Ja. Nö, glaub ich. Wat is dat? Snakken in Gronings is toch opscheppen? Ja. Ach, in Groningen. Ja. Hoe heet het? Ach zo. Ach zo. Opscheppen. Ja. Een beetje negatief woord. Ja, ik zie dat wel.